Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute ein etwas generelleres Video, wenn man das so sagen kann, ja. Und zwar möchte ich heute auf die Thematik eingehen, ja, wie verskille ich mein Gold nun richtig? Das ist eine Frage, die kommt immer mal wieder auf und ich denke mal, das ist vielleicht auch ganz nützlich für den einen oder anderen, der sich gefragt hat, jo, was ist eigentlich die perfekte Skillung für mein Char? Gibt es sowas überhaupt? Und dazu kann ich gleich sagen, die perfekte Skillung an sich, so gibt es nicht. Man kann sich in einem bestimmten Rahmen bewegen. Bevor wir da aber hinkommen, ja, erstmal, wenn ihr euren Account startet, wie startet ihr am besten? Mit der Skillung. Dabei kommt es nicht auf eure Klasse an. Das ist eigentlich für jede Klasse gleich, egal welche ihr spielt. Die skillt man jetzt nicht irgendwie großartig unterschiedlich, sondern eigentlich alle so im selben Verhältnis gleich. Ja, zum Anfang kosten ja eure Skills noch nicht 10 Millionen, so wie es hier der Fall ist, sondern kosten sie deutlich weniger. Ja, 10 Millionen ist das Cap und bis dahin skillt ihr beide Attribute. Und wenn ich von beiden spreche, spreche ich immer von dem Hauptattribut eurer Klasse und dem Nebenattribut, was Ausdauer ist. Das Nebenattribut ist immer Ausdauer. Die restlichen Skills sind relativ egal. Relativ, ja. Glück kann man zum Anfang ein bisschen skillen, wenn man möchte, wenn man ein bisschen Gold über hat. Ansonsten gleicht ihr das später über Black Gems bzw. die Epics dann aus, beziehungsweise später verliert ihr das wieder so ein bisschen durch die Legendary Gems, aber durch die Epics bzw. Legendaries, die ja dann auch später noch dazu kommen, braucht ihr Glück nicht wirklich großartig skillen. Skillt es, wenn ihr ein bisschen Gold über habt, ansonsten lasst da lieber die Finger von. Also, ihr skillt am Anfang euer Haupt- und Nebenattribut, beides circa 50-50, das kann ein bisschen variieren, also ungefähr gleich, bis beides 10 Millionen kostet. So, also bis ihr beides an die Grenze gebracht habt von euren Cap bis zu 10 Millionen. Und das ist ja am Anfang auch erstmal eine kleine Aufgabe. Danach wird es dann halt ein bisschen komplizierter. Dann könnt ihr euch in einem Rahmen bewegen. Dieser Rahmen befindet sich zwischen, dass ihr eure Skillung weiter so behaltet, zwischen 50-50 bis zu 60-40 Skillung. So, ne? Und bei einer 60-40 Skillung redet man dann halt eben davon, dass man 60% in das Hauptattribut steckt und 40% in das Nebenattribut. Das ist die Spanne, in der ihr euch bewegen solltet. Viel mehr in Richtung Hauptattribut oder viel weniger in Richtung Nebenattribut ist nicht wirklich empfehlenswert, weil es sich rechnerisch einfach nicht lohnt. Das wurde auch mit SF-Tools und sowas auch alles schon ausgerechnet, dass sich in dem Fokus ungefähr die perfekte Skillung bewegt. So, was ist jetzt nun für mich die perfekte Skillung in meiner Situation? Dazu muss man immer abhängig in eurer Ehrenhalle schauen. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, ihr geht 50-50, ja, oder ihr geht 60-40. Wenn ihr jetzt eine 60-40er Skillung haben solltet, jetzt zum Beispiel bei mir im Fall als Magier, dann ist das immer besser gegen eure Gegner, die dasselbe Hauptattribut teilen, ja, weil ihr dann halt mehr von eurem Hauptattribut als der Gegner mit demselben Hauptattribut hat und halt dementsprechend dann auch ein bisschen stärker seid, beziehungsweise man sieht ja auch bei jetzt zum Beispiel hier den anderen Attributen, was hier im Text steht, es hilft dir, dich gegen diese zu verteidigen, ja. Dabei lohnt es sich aber nicht, jetzt gegen komplett andere Klassen, jetzt wie Wildstärke oder Geschick in meinem Falle jetzt zu skillen, das lohnt sich überhaupt nicht, sondern immer, wenn ihr ein bisschen mehr tankiger sein wollt oder ein bisschen mehr Defense skillen wollt, dann skillt euer Nebenattribut, und zwar Ausdauer. Ne? Also es ist immer abhängig davon. Wenn ihr 50-50 skillt, dann seid ihr generell besser gegen andere Klassen, also gegen Klassen, die nicht euer Attribut teilen. Das wurde rechnerisch, wie gesagt, alles so schon so durchgerechnet worden. Ich kann es nicht nachrechnen so, weil ich kenne mich mit SF-Tools leider nicht aus, aber das Ganze ist auf jeden Fall offiziell, da könnt ihr mir soweit vertrauen.
Und Quelle, vertrau mir, Brudi. Ja, aber das ist so. Und damals, ich glaube jetzt mittlerweile schon fast 2 Jahren, wurde das Ganze, also das ist ja nichts Neues, so, das ist ja schon Ewigkeiten so. Damals hatte ich ja mit Strider zusammen eine kleine Serie aufgenommen, in dem er meinen Account verbessert hat. So, ne? Da hatte er meinen Account unter die Lupe genommen, auch mit SF-Tools und alles sowas, hatte mir dann die perfekte Skillung verraten und dort auch eben gesagt, dass halt eben diese Faustregel, die könnt ihr euch merken, wenn ihr mehr in Richtung 50-50 skillen wollt, dann seid ihr besser gegen andere Klassen, und wenn ihr mehr Richtung 60-40 skillen wollt, dann seid ihr besser gegen eure eigene Klasse, die dasselbe Hauptattribut teilen. Ist ja auch irgendwo so ein Stück weit logisch, ne? Also diese Faustformel könnt ihr euch merken, falls ihr euch in der Ehrenhalle bewegt. Für mich ist es halt eben, ja, als Magier eher vorrangig, sag ich mal, in die 60-40er Richtung zu gehen. Ich bin auch dabei, ein bisschen mehr jetzt momentan in Ausdauer noch zu pumpen, um halt eben auch zur Webster hier irgendwie noch die Stirn bieten zu können, aber auch Teufel nicht ganz aus den Augen zu lassen. Das ist jetzt so ein bisschen mein Ziel, ne? Und ansonsten, wie gesagt, Glück. Versucht so wenig wie möglich zu skillen. Ihr werdet es später mit genug Epics bzw. Legendaries auch ausgleichen können. Und die anderen Attribute, die lasst ihr so. Da könnt ihr auch, wenn ihr ein bisschen Gold über habt, könnt ihr da auch ein bisschen natürlich reinstecken. Aber das sollte auf jeden Fall nicht euer Main-Fokus sein, sag ich mal, ne? Und das kann ich euch anhand der Beispiele mal zeigen. Der Grund, warum momentan zum Beispiel dein Nachbar auch ziemlich weit oben und relativ stagnierend auf der 1 momentan gerade ist, weil, wenn wir uns mal die besten Spieler der Welt anschauen, ne, meint man ja, die haben ja schon ein bisschen Ahnung von dem Game, ne? Also falls ihr nicht mir vertraut, ja, und den Rechnungen von SF-Tools vertraut und der Meinung von Strider vertraut, dann vertraut den Leuten in der Ehrenhalle und seht es am besten am Beispiel. Wir haben jetzt hier, ne, also wir gehen mal jetzt von meinem Server weg und meine Ziele, die ich momentan verfolge, und gehen mal in die internationale Ehrenhalle. Denn diese verfolgen genau diese Strategie. Also, was haben wir gelernt? Wir haben hier ganz viele Krieger oben auf den Top-Rängen. So, jetzt haben wir einmal einen Viper hier, der relativ stark, oder sagen wir mal, der auf jeden Fall sehr stark ist, der ist aber auf Platz 2. Viper hat eine Skillung von, wir sehen hier, 50-50, was sehr stark gegen andere Klassen ist. Furaken hat auch eine Skillung von 50-50, was auch sehr stark gegen andere Klassen ist, und aber ja, relativ schlecht gegen die eigene Klasse ist. So, ne? Wir brauchen hier uns gar nicht drüber unterhalten, dass das absolute High-End-Chars sind mit absolut kranken Skills, wo es schon fast, würde ich mal sagen, egal ist, dass die jetzt hier nun 50-50 haben oder 55-45 oder sowas in die Richtung, ne? Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, der in der letzten Zeit ziemlich stark nach oben gestiegen ist, rasant, und sich jetzt auch hält, dann ist das unter anderem hier dein Nachbar. Und dein Nachbar, sehen wir hier auch ganz klar, dass er hier eben nicht diese 50-50 Skillung fährt, sondern eben eine deutlich höhere Skillung, da er gegen sehr, sehr viele Leute von seinem eigenen Hauptattribut kämpft, eigentlich fast nur, weil wir sehen, ja, die Leute auf den Top-Rängen, die haben eben, das sind halt eben fast nur Krieger, ne? Und so wie dein Nachbar jetzt momentan skillt, ich weiß nicht, ob das jetzt eine 60-40-Skillung ist oder sogar schon mehr als 60-40. Das kann ich jetzt euch nicht sagen, das habe ich jetzt nicht im Visier, ne? Falls du das sehen solltest hier, dein Nachbar, dann kannst du das auch mal gerne schreiben, ne? Aber das ist eben der Grund, warum dein Nachbar jetzt hier ziemlich weit oben ist. Und wenn wir uns jetzt mal einen Strider anschauen, was glaubt ihr denn, wie der Junge geskillt hat? Also, wenn wir jetzt hier Strider sind, an Striders Stelle, dann wissen wir ja, wir kämpfen fast nur gegen, oder eigentlich ausschließlich gegen Klassen, die ein anderes Attribut teilen als Strider. Das heißt, wie sollte Strider am besten skillen? Genau,
50-50. Das ist die Strategie, ja, weil er halt eben gegen andere Klassen effektiv sein möchte und würden jetzt mehr Kundschafter als Gegner in der Rangliste sein, dann wäre es eventuell besser, auch ein bisschen mehr Geschick zu skillen. Und dann kann ich euch auch versprechen, würde das Strider auch machen. Rein rechnerisch würde es definitiv Sinn machen. So, ne? Trotzdem ist natürlich diesen Random-Faktor hast du immer drin. Ne? Also man kann so viel, wie es geht, theoretisch irgendwie versuchen hin und her zu deichseln, aber am Ende sind es halt eben nur ein paar Prozente, die den Kohl hier fett machen. Ne? Also, das sind mit die stärksten Spieler so und die haben auch definitiv was in der Rübe, die halt eben nicht ohne Grund so skillen. Ne? Wir haben hier auch viele Leute, die 50-50 skillen, aber momentan ist es halt eben dein Nachbar, der hier ziemlich stark die Rangliste dominiert. Ja, ansonsten kurz noch zum Kampf von heute in der internationalen Ehrenhalle, in der Rangliste, hier in der Gildenrangliste. So, jetzt habe ich's. Ja, nochmal kurz der Kampf von unserer Gilde gegen Risen. Wir haben jetzt die letzten Tage auch ein paar Mal verloren gehabt, ganz unlucky. Deswegen sind wir noch nicht viel weiter nach oben gestiegen. Weil auch, ja, ich glaube unter dem Video von gestern geschrieben worden ist, dass halt, ja, das doch sehr interessant ist, diese täglichen Kämpfe in der Rangliste hier zu sehen, um halt eben unseren Fortschritt noch weiter, hier übrigens Bad News Run, ja, wer kennt ihn noch, ja, ist schon ewig alt, trotzdem noch hier am Start, ja, die halt eben auch interessiert daran sind, unseren weiteren Aufstieg hier mitzuverfolgen. Ne? Ich hatte mir den Kampf schon angeschaut und Bresel, das ist ein absoluter Brocken hier. Also das ist ganz krass, wenn wir hier einem Magier begegnen, der so eine Skills hat, dann ist es echt schon, ja, echt manchmal ein bisschen unlucky, weil unsere letzten halt fast nur Magier sind in der Gilde. Und sie können halt alle weggekrittet werden mit so viel Intelligenz-Main-Attribut. Ne? Ja, Leute, das war es auf jeden Fall zu dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten und damit ein bisschen weiterhelfen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.